Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des Panzerkampfwagen 6 Ausführung E, Tiger 1 frühe Produktion. Ja, man muss ja die Majestät im vollen Titel nennen. Im Maßstab 1:35. In diesem Fall ganz spezifisch Wittmanns Kommando-Tiger. Gibt es ja dieses berühmte Foto bei der Ordensverleihung von Wittmann im Januar 1944 und ist praktisch hier auch auf dem Boxart so dargestellt. Der Bausatz ist sehr neu und auch schon ausverkauft und ich war clever genug, mir den vorzubestellen. Das hat eben zur Folge, dass ich nur einen erwischt habe und zum anderen war es auch vom Preis etwas billiger. Habe ich mir gerne mal 10 Euro gespart. Der Bausatz ist ziemlich teuer, was aber, wenn man den Umfang und die Genauigkeit von dem Bausatz betrachtet, nicht ganz unberechtigt ist. Aber man ist trotzdem anderes gewöhnt und wirklich schön ist es nicht. Dennoch möchte ich euch den Bausatz mal im Detail zeigen. Ich denke einfach, dass es ziemlich interessant sein dürfte. Also schauen wir gerne mal rein in die Schachtel. Wie ihr sehen könnt, ist die Schachtel wirklich zum Überquellen gefüllt. Und die Gießäste sind ziemlich gut geschützt mit Plastiktüten und so weiter. Da gibt es keinerlei Beanstandungen. Dann schauen wir uns mal den Bauplan an. Hier haben wir zuallererst eine Übersicht mit allen enthaltenen Gießästen. Die blau unterlegten Bereiche braucht man nicht. Das hat einfach damit zu tun, dass Dragon mehrere Tiger-Bausätze anbietet und die eben hier teilweise enthalten sind in Kombination mit, ich denke mal, neuen und spezifischen Gussästen. Der Bauplan ist jetzt hier so zum Ausfalten mehr oder weniger. Dann haben wir hier oben Zeichenerklärung und eine Farbtabelle, die sich auf die gängigen Hersteller bezieht. Hier die Hobby Color, Mr. Color, Model Master. Dann geht der Zusammenbau los, hier mit der Heckplatte, untypischerweise. Sieht jetzt mal nicht mehr so kompliziert aus. Interessanterweise kommt der Bausatz nicht mehr mit der Drehstabfederung, sondern es sind nur noch hier diese Achsen, Schenkel, wie man das von früher auch kennt. Das finde ich ein bisschen schade. Das war immer ziemlich interessant, konnte man die Fahrzeuge recht schön im Gelände positionieren. Hier wird auch auf die Option hingewiesen, dass manche äußeren Laufrollen demontiert dargestellt werden können. Das war auch beim Originalfahrzeug ab und zu der Fall. Einfach durch Beschädigung oder oft war eben vor allem das erste Rad demontiert, weil sich da der ganze Dreck angesammelt hat und dann durchaus mal die Kette verloren ging. Ja, der Wagenheber ist relativ kompliziert, besteht doch aus einigen Teilen. Also das ist auf jeden Fall nichts für schwache Nerven, aber ich muss feststellen, dass die Übersichtlichkeit der Dragon Bausätze sich da etwas verbessert hat. Ja, hier auch Treibstofftank und Kühlanlage, alles dabei. Hier die Fahrerluke, ist auch schön offen darstellbar mit allen Innendetails. Kommen auch ein paar Fotowetzteile dazu für die Lüftergitter. Ja, man muss immer wieder ein bisschen bohren oder spachteln oder irgendwas entfernen. Finde ich ein bisschen nervig. Aber so ist es eben. Das sind ja nur Kleinigkeiten. Ja, hier die Pfeiffelfilteranlage. Also die Menge an Details hier an der Oberwanne sind enorm, was da an Teile zu verbauen sind. Und die sehen natürlich alle super aus. Hier noch das Scherenfernrohr.
Kommt dann später in die Luke rein, Kommandantenluke. Hier ist auch sehr detailliert. Ganzen Sichtblöcke und so weiter. Da wird man auch kein Metallrohr brauchen. Schon sehr durchdacht angelegt. Bisschen Innenraumdetails sind auch vorhanden im Turm. Sehr hübsch. Ja, auch der Staubkorb kann offen dargestellt werden. Und die Ketten, ja, die DS-Ketten, naja, mag ich immer nicht so gern, aber was will man machen. Dann hier die Bemalungs- und Markierungsvarianten, sind 2 Stück zur Auswahl, beides sind Fahrzeuge vom Wittmann. Hier einmal in der Gegend von Schitomir, der Ukraine, eben das Fahrzeug mit der Wintertarnung. Und dann einmal hier noch in Italien im September 1943. Das ist eigentlich dasselbe Tarnschema, nur dass man hier eben noch diese weiße Überlackierung dann braucht. Also die Bauanleitung macht keinen schlechten Eindruck. Ist auch nicht so überfüllt, wie man das sonst so kennt. Von Dragon ist weniger unübersichtlich. Also da müsste man eigentlich ziemlich gut mit klarkommen. Dem Bausatz liegt dann noch so ein kleiner Zettel bei, wo nochmal irgendwie erklärt wird, wie die Ersatzkettengliederhalterungen am Turm befestigt werden. Und dann liegt auch noch eine kleinere Bauanleitung für die Figuren bei. Das dürfte aber eigentlich nicht weiter schwer sein, dass man da einer Bauanleitung bedarf. Trotzdem gut, dass es beiliegt, nur für alle Fälle. Dann schauen wir uns mal die Bauteile an. Wie ihr euch sicher denken könnt, es sind sehr viele und ich hoffe, dass ich das einigermaßen schnell und ohne euch zu langweilen durchbringe. Hier ist die Unterwanne, ist im Prinzip einteilig. Alle relevanten Details sind korrekt wiedergegeben. Ja, auch hier diese Verbindungen unten, sehr schön. Ja, Oberflächenstruktur passt. Hier dann der Turm, sehr schöne Schweißnähte hier, auch um die Beobachtungsöffnungen herum. Auch hier hinten. Wirklich ausgezeichnetes Teil. Ist auch nicht verzogen und in sich auch ziemlich stabil. Also da kann man auch mal beherzt hinfassen. Hier sind dann diverse Innenraumteile, unter anderem angebracht Treibstofftanks und die Luftkühlungsanlage. Hier sind die Details an den Luken vorne, innen sehr schön. Das Maschinengewehr am Bug besteht aus mehreren Teilen. Alles ist sehr filigran und absolut makellos gegossen. Hier dieses Teil hat eine sehr schöne Gussstahlstruktur. Sehr hübsch. An dem Gießast findet man hauptsächlich Turmteile, eben Bewaffnung und Innenraumteile. Ja, die Mündungsbremse liegt mehrteilig bei. Kanonenblende, auch eine schöne Stahlstruktur. Hier das Kanonenrohr, ein Stück davon und hier nochmal. Da muss man ein bisschen versäubern unten, aber es erübrigt sich hier eigentlich der Einsatz eines Metallrohrs. Der Gießast liegt zweimal bei. Da findet man hier die Achsen, Teil vom Antriebsrad, verschiedene Abdeckungen dafür. Die haben bei den Tigerpanzern auch je nach Serie variiert. Und hier haben wir noch die Werferrohre für die Nebelgranaten am Turm. Hier haben wir dann die anderen Teile vom Antriebsrad, Vorgelege, ja, diverse Auspuffteile, hier die Auspuffrohre. Hinten diese Gussstahlabdeckungen sind schön strukturiert. Leitrad.
und so weiter. An dem Gießast finden wir unter anderem hier die Frontplatte hier. Finde ich jetzt schade, dass hier die Kettenschützer nicht einzeln sind. Aber hier die Schweißnaht ist schon hervorragend ausgeführt. Kann man sich nicht beschweren. Ja, schöne Nietendetails. Das sind hier jetzt noch Teile, die hinten reingehören in den Motorraum. Und das hier sind diese Rohre des Pfeiffelfiltersystems. Ist eigentlich ganz interessant, dass die hier aus Plastik gegossen sind. Ich hätte jetzt da erwartet, dass die aus diesem DS-Material sind oder beim Tamiya Tiger sind die auch aus so einem Schlauchmaterial. Aber hier die Struktur ist hervorragend wiedergegeben. Das sind hier die Filter für die Pfeiffelanlage. Hier sind allerlei Kleinteile dran für die Ersatzkettenglieder. Die sind hier. Da fehlen jetzt die Führungszähne. Das sind die hier. Ja, bisschen mühsam. Da weiß ich jetzt nicht, warum man das nicht gleich angießen kann. Hier auch noch diverses Werkzeug und kleinere Haken und Halterungen. Mir fällt hier ein bisschen auf, dass die Aufteilung der Teile nicht wirklich logisch ist. Und hier sind zum Beispiel Werkzeuge dran, aber auch jetzt hier von Scheinwerfern. Also das finde ich ein bisschen eigenartig. Da muss man sich immer durch die ganze Teilekiste wühlen, bis man dann für jeden Bauschritt die Teile zusammen hat. Finde ich ein bisschen unangenehm. Hier haben wir einige größere Turmteile. Hier zum Beispiel das Dach. Ist besonders interessant. Wunderschöne Schweißnähte und versenkte Nietköpfe. Kanonenblenden haben auch Schweißnähte vorne dran. Ja, Pistolenschlitze. Und das hier ist die Unterseite vom Turm, der Turmkranz. Was ganz lustig ist, hier ist auch ein Teil mit aufgeprägtem Zimmerritt dabei. Das werden wir aber sicherlich nicht brauchen für unser Modell. Ja, noch mehr Werkzeug und Luken. Wie schon gesagt, hervorragende Qualität, aber mich stört einfach dieses anscheinend wahllose Zusammenwerfen von Teilen an einem Gussast. Hier haben wir dann die ganzen Achsen innen, die allerdings keine Funktion haben. Bei anderen Dragon-Bausätzen ist es so ausgeführt als funktionstüchtige Drehstabfederung. Da liegt hier noch ein Kanonenrohr bei, ohne Mündungsbremse und ein Bugmaschinengewehr mit einer Abdeckung, eine Frontplatte ohne die Schutzbleche und nochmal 2 Kanonenblenden. Ich kenne auch nur ein Foto, wo ein Tiger ohne Mündungsbremse unterwegs ist, und das ist in Nordafrika bei der Ausschiffung in Tunis. Also das ist ganz interessant für die rechte Kiste, da kann ich mal irgendwann so einen ganz frühen Tiger mal bauen, wenn ich mir das Teil hier gut aufhebe. Hier haben wir dann die Heckplatte, jede Menge Details schon aufgeprägt und jede Menge Löcher für Werkzeuge und andere Teile. Das hier ist das Scherenfernrohr. Auch noch diverse kleine Teile. Also das ist schon ziemliches Gepfriemel, da braucht man viel Geduld, wenn man das bauen will. Das sind die Seitenwände. Da finde ich jetzt mal gut, dass hier die Halterungen für die Kettenschutzbleche schon dran sind. Also wenn man da ein Blech irgendwie verloren darstellen will, dann ist da auch jedes Detail schon vorhanden. Die Abschleppseile sind zwar aus Plastik, aber sehr schön detailliert. Die habe ich schon mal bei einem früheren Tiger von Dragon verwendet und war beeindruckt von der
Qualität. Da braucht man auch kein Metallkabel, um das zu ersetzen. Hier dann das Dach der Oberwanne. Ist auch übersät mit tollen Schweißnähten und anderen Details. Ist auch eine sehr hübsche Gussstruktur in der Sektion. Und hier haben wir dann nochmal ein Plastikabschleppseil, das auch sehr gut aussieht. Hat auch einen interessanten Durchhang. Sieht man auch nicht so oft. Hier nur die Lüftegitter. Ja, das ist alles makellos. Ne, ihr seht Kleinteile über Kleinteile. Nochmal ein Turmdach. Also, da könnte man glatt aus den Restteilen noch einen Tiger bauen. Hier haben wir die Abdeckungen für die Auspuffrohre. Die sind ziemlich dünn ausgeführt. Das gefällt mir ziemlich gut. Kann man natürlich mit Ätzteilen noch wesentlich verbessern. Das sind jetzt die seitlichen Kettenschutzbleche. Da gilt selbiges. Hier noch der Staukorb am Turm hinten. Auch offen darstellbar. Das ist immer eine interessante Option. Ja, hier treibt Dragon wieder zum Exzess. Man hat hier mehrere Schaufelvarianten zur Auswahl. Noch diverses Werkzeug. Ja, meins ist wieder sehr gut mit uns. Ist aber auch ein bisschen schlecht für die Übersichtlichkeit vom Bausatz. Dann zahle ich lieber 10 Euro weniger und habe die ganzen Teile da nicht dabei. Die können sie wegen mir behalten. Ja, also langsam habe ich das Gefühl, ich habe da 2 Bausätze in einer Schachtel. Ja, wieder mal Seitenwände, Frontplatte, diverse Abdeckungen, Auspuffrohre, Abschleppseile. Fängt an, sich langsam zu wiederholen. Hier haben wir Teile, die größtenteils aufs Motordeck gehören, wie zum Beispiel Teile von der Pfeiffelfilteranlage. Sind aber auch noch diverse Werkzeugkisten und so dabei. Hier noch ein kleiner Gießast. Ist hier jetzt für einen späten Tiger ausgewiesen. Aber ich denke, das funktioniert hier auch. Hier wird es wahrscheinlich nur um diese Klammern gehen für die Ersatzkettenglieder. Die Scharniere sind sehr schön wiedergegeben. Der Gießast liegt doppelt bei und enthält die ganzen Scheibenräder. Da hat der Tiger wirklich eine Menge. Die Detaillierung ist ausgezeichnet mit Schweißnähten und Schriftzügen. Hier haben wir noch die Abdeckungen, wenn man diverse Scheibenräder als fehlend darstellen will. Gab es diese Bleche da, die dann eben draufgeschraubt wurden. Ja, sehr schön. Dann liegen dem Bausatz auch noch einige Glassichtteile bei. Die sind alle schlierenfrei gegossen, ohne irgendwelche Mängel für die ganzen Visiere und so weiter. Das sind auch eine Menge, wird man gar nicht erwarten. Das hier gehört noch, denke ich, in die Kommandantenkuppel. Aber wenn ich das in der Bauanleitung richtig gesehen habe, sind da auch einzelne Visiere zu verbauen. Hier haben wir die Ketten, die sind aus diesem beigen DS-Plastik. Das lässt sich mit normalem Kleber verbinden, ohne dass es irgendwie wegschmilzt, wie das bei den Vinylketten der Fall wäre. Bin eigentlich nicht immer so ein Freund von den DS-Ketten. Einfach schon allein deswegen, weil man da ein bisschen größere Schwierigkeiten hat, den Kettendurchhang schön darzustellen. Und für das Geld hätte man jetzt auch Magic Tracks reinwerfen können. Eine andere Sache, die mich da immer stört, ist die Weichheit der Teile. Und das sind hier jetzt diese Führungszähne ein bisschen umgebogen. Und die wieder gerade zu richten, ist gar nicht so einfach. Das ist halt ein Nachteil. Können halt einfach verbogen werden. Fotonetzteile beinhaltet der Bausatz natürlich auch. Das sind jetzt hier Teile, die hinten in den Motorraum gehören, beziehungsweise da, wo man durch die Lüftergitter reinschauen kann. Und hier sind noch schon vorgebogene Gitter an den Lüftern oben
als Abdeckung sind auch schon mit dabei. Das finde ich sehr schön und die sind auch sehr filigran und schön detailliert. Hier die Abziehbilder, das sind erstaunlich wenig, wenn man den Umfang des Bausatzes sich mal vor Augen hält. Braucht man auch nicht viel. Ja, ein paar Wartungshinweise, dann von der Leibstandarte dieses Einheitensymbol, so Balkenkreuze, Turmnummern und dann eben hier die Abschussringe vom Wittmann. Das ist natürlich das Wichtigste. Die Panzerbesatzung vom Wittmann, wie sie eben gerade beim Fotoposen. Die Uniformdetails sind wirklich zum Niederknien. Auch die ganzen Orden sind sehr deutlich erkennbar. Die Gesichter sehen äußerst natürlich aus. Auch die Hände. Hände sind immer ganz wichtig, die sehen bei vielen Herstellern ein bisschen schlecht aus. Hier die Figuren tragen jetzt Handschuhe. Das ist auch jahreszeitlich bedingt. Im Winter würde man jetzt in Russland wohl kaum ohne Handschuhe rumlaufen wollen. Ja, es sind sehr schöne Figuren. Da freue ich mich sehr drüber. Und das war auch eine schöne Dreingabe für den Bausatz. Da hat man gleich die Möglichkeit, ein tolles Diorama mitzubauen. Alles in allem ein hervorragender Bausatz, der langen und hoffentlich auch schönen Bastelspaß beschert. Durch die große Teileanzahl und die unzähligen Details, die man da ausarbeiten kann, hat man da wirklich einiges zu tun. Und das ist ja sicherlich auch beabsichtigt letzten Endes. Wer es einfach haben will, der soll einen Tamiya-Bausatz kaufen. Es scheint auch sehr genau recherchiert zu sein, was die Detailtreue angeht und die Genauigkeit vom Fahrzeug. Das finde ich schon mal gut. Die Figuren sind grandios, die dabei sind. Also das ist ein ganz dickes Plus. Was mich ein bisschen stört, sind die Ketten. Für den Bausatz in der Preisklasse, da hätte ich mir bessere Ketten gewünscht. Am besten natürlich Magic Tracks. Ich weiß jetzt auch nicht, was sie sich da gedacht haben. Also die Ketten sind schon mal ein Minuspunkt. Was mich dann ausstört, ist einfach die Tatsache, dass die Teile wild verstreut sind an den Gießästen. Also das wird, glaube ich, ein bisschen nervig, da immer die Teile zu suchen und dann auch zu überprüfen, ob es die richtigen sind, weil vieles doppelt, dreifach und vierfach vorhanden ist. Das finde ich ein bisschen lästig. Da hätte ich mir jetzt gewünscht, dass das irgendwie schon vorsortiert ist, dass der ganze Schrott, den man nicht braucht, dass der einfach nicht dabei ist. Da kann ich eigentlich drauf verzichten und dann wäre auch weniger Plastik hier in der Box und dann könnte man auch mit dem Preis runtergehen. Und so habe ich jetzt einen Haufen Zeug, ja, wo sich dann die Frage stellt, ob ich das später wirklich mal brauche. Naja, das ist, glaube ich, Ansichtssache. Was dem einen freut, ja, ist einem anderen das Leid. Also ich persönlich empfinde das ein bisschen lästig. Ein anderer Punkt ist auch der Preis. Der Bausatz, sofern er noch erhältlich ist, also meines Wissens nach ist der schon ziemlich ausverkauft. Der kostet so um die 90 Euro. Das ist natürlich schon ziemlich happig. Man muss natürlich auch bedenken, man braucht kaum Zusatzteile. Man hat schon Figuren dabei. Also es ist eigentlich schon ein rundum sorglos Paket. Das stimmt natürlich schon. Aber also das ist schon ein bisschen zu viel. Ich bin jetzt froh, dass ich das vorbestellt habe und 10 Euro weniger bezahlt habe. Das ist schon, war schon angenehm, sonst hätte ich es nicht wirklich in Erwägung gezogen, mir den Bausatz zuzulegen. So, jetzt wisst ihr Bescheid, was da geboten wird. Ich habe vor, den Bausatz auf dem ISM-Forum zum Bauen für den Gruppenbau zur Ehre von Cohen. Das ist ein Tiger-Gruppenbau, wo eben Tigerpanzer gebaut werden. Und mein Plan sieht auch vor, da ein kleines Diorama zu bauen. Hier einfach mit der Szene im Schnee. Eventuell vielleicht auch das Haus hier hinten. Da
schauen wir mal, wie sich das organisieren lässt. Ich hoffe, ihr fandet die Bausatzbesprechung interessant und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.